Hallo allerseits, ich bin Peter Pernstein, ich bin auf der Spielwarenmesse am Carrera-Stand bei Carrera Hybrid und bin jetzt beim Andreas Weiß, Produktmanager, der für diesen Bereich zuständig ist. Das wurde ja mal entwickelt von der Firma Sturmkin und jetzt macht dann Carrera komplett selber weiter. Ja, herzlich willkommen bei Carrera und bei Carrera Hybrid und ich zeige Ihnen gerne, was es dieses Jahr Neues gibt. Wir haben einige neue Autos, zum Beispiel den Ferrari 296 GT3 in der normalen Version und in der Evo-Version. Das ist hier schon aus den Original-CAD-Daten ein 3D-Druck. Die Formen sind gerade im Bau. Und weiterhin gibt es auch noch die neuen Formel-1-Autos nach dem 226er Reglement mit den Teams von Red Bull, Ferrari, McLaren, Audi und Mercedes. Natürlich kommt der Ferrari in verschiedenen Varianten und vom Porsche, Mustang und BMW haben wir auch noch einige Farbvarianten. Ich sehe jetzt hier auf der Anlage fahren 3 Autos auf den flachen Gleisen, die ja mit einem optischen System funktionieren. Habe ich letztes Jahr schon mal erklärt, wurde vor 2 Jahren eingeführt und es fährt aber hier bloß einer. Wie passiert denn das jetzt? Haben Sie jetzt inzwischen tatsächlich diese Geisterfahrer, die es bei der Slot-Car-Bahn auch gibt? Ja, genau. Und zwar, man kann auch mehrere Ghost Cars oder wir nennen es auch NPC-Fahrer, beziehungsweise auch, wir nennen es dann auch später auch Bots, können automatisch fahren. Das heißt, wenn man alleine spielt, fahren dann auch mehrere Autos und man kann dagegen Rennen fahren. Also momentan aktuell sind im Einsatz automatisiert der gelbe und der blaue. Und der rote fährt jetzt hier Training und kann hier überholen, üben und sonstiges und kann sich halt hier fit machen. Und das ist eine klasse Idee, dass man das tatsächlich jetzt schafft, auch bei Hybrid, weil man dann auf die Art und Weise nicht immer schauen muss, dass 3, 4 Leute beieinander sind zum Spielen. Genau. Das wird in einem von den nächsten Updates drin sein. Und im Augenblick läuft es gerade im Beta-Test. Dieses ganze System ist ja relativ eng, circa Maßstab 1:50. Da ist ja alles in einem Fahrzeug drin. Vielleicht können wir das Fahrzeug noch mal eines anschauen auf der Rückseite, um das einmal zu zeigen. Genau, haben wir es am besten gleich da. Da ist die USB-C-Schnittstelle zum Laden. Dann haben wir hier den optischen Sensor, der die Fahrbahn ausliest. Und natürlich dann innen jede Menge Technik, Motoren zum Lenken, zum Fahren. Und natürlich die ganze Elektronik, wo auch dann die Firmware drin ist fürs Auto. Und es sind schon kleine technische Wunderwerke. Das Ganze eben zum Maßstab 1:50. Und da kann ich mir vorstellen, dass das bei der Formel 1 eine riesen Herausforderung war, dass das alles da Platz hat im Laufe des Jahres. Oder wann kommen die? Die kommen gegen Ende des Jahres, die Formel 1er. Und Bahnelemente, haben Sie auch irgendwas Neues genau. vor? Und zwar kommt hier die Pitlane zum Reifenwechseln und wahrscheinlich tanken. Dann haben wir eine Brücke, wo 3 gerade Elemente drin sind und die ganzen Unterbauten und Stützen, damit man auch mal so eine 8 oder sowas bauen kann. Und 30-Grad-Kurven im Radius 1, damit man die 60-Grad-Kurven auch mal zu einem rechten Winkel ergänzen kann, um auch mal so an der Zimmerkante entlang zu fahren. Gesteuert wird ja das Ganze einerseits über Smartphone und dann mit einem PC-Controller. Klassisch hier jetzt ein Carrera-Controller, den man hier nutzt. Und da wird das Smartphone dann oben eingeklinkt. Ja, oder man kann es auch Smartphone unabhängig davon daneben liegen lassen, weil man das Smartphone wird in dem Fall eigentlich nur als Rechenzentrale verwendet. Und alle Bedienelemente zum Fahren und Gas geben und Bremsen sind ja auf dem Controller mit drauf. Und ich gebe dann am Smartphone wahrscheinlich dann die Fahrparameter vor, Reifen und sonstiges, was ich da so an Charakter haben will. Genau. Und der Controller ist immer jetzt hier so in diesem Standard schwarz? Oder Nein, haben Sie da was vor? Wir haben auch was vor. Und zwar in der Kombination gibt es als Set. Und zwar mit dem von Phantom Global Racing, dem pinken Porsche. Da wird es dann einen passenden Controller dazu geben, zusammen als Set. Das ist ein bisschen ein Collectors Item. Ah ja. Für die einen oder anderen, die sagen, ich möchte passend zum Auto dann auch irgendwie. Ja, genau. Das ist natürlich auch eine Idee. Und Startpackungen, gibt es auch wieder irgendwelche neuen? Genau. Und zwar, die kommt demnächst schon, die mit dem Mustang und dem BMW.
Die ist schon im Container, die wird Ende März lieferbar sein. Und dann gibt es eine neue mit den 2 Ferraris. Einmal der 296 GT3, das ist der rote, und dann der 296 GT3 Evo, das ist der gelbe, das ist die offizielle Launch-Lackierung von Ferrari. Gut, dann haben wir hier jetzt einen schönen Einblick gehabt, was es Neues gibt bei Carrera Hybrid. Ich verfolge jetzt hier nochmal einen bei der automatischen Fahrt. Und hier auf der Gegenseite ist jetzt der zweite auch unterwegs. Also es geht auch ganz allein, man kann einfach auch nur zuschauen, wenn man will, aber man kann jederzeit dann mit seinem eigenen Fahrzeug dazugehen und kann dann fahren. Gut, dann bedanke ich mich beim Andreas Weiß hier für die Vorstellung von Carrera Hybrid von den Neuheiten. Wünsche einen schönen Messeverlauf. Danke.